Athleten und Trainer sagen uns, Sergej Portugalov ist die zentrale Figur in der Olympiavorbereitung der russischen Sportler. Was nicht jeder weiß, er war es schon zu Sowjetzeiten in der Hochdopingphase der 70er und 80er Jahre. Bis heute. Er verabreicht es höchstpersönlich und er spritzt es sogar selber. Man wendet sich an ihn, an Portugal, das ist sein Spitzname. Man nennt ihn nicht Portugalov, man sagt Portugal zu ihm. Ich bin zu Portugal gegangen, habe mir dies oder das geholt. So reden alle Sportler. Es sind harte Vorwürfe und ich bekomme Belege dafür. Einer ist aus den Dokumenten von Julia, eine E-Mail an sie. Darin klare Hinweise zur Dopingvergabe von Sergej Portugalov. Dein Testosteronlevel ist niedrig, das beheben wir in der Vorbereitungswoche. Oder er schreibt ihr anlässlich eines Trainingslagers: Beginne danach mit deiner Kur. Kur, der übliche Code für einen Dopingzyklus. Und dann eine E-Mail eines weiteren Weltklasse-Sportlers, der Portugalovs Anweisungen befolgt. Portugalov empfiehlt ihm, fang mit EPO an und mit Dynatrop. Es ist ein verbotenes Wachstumshormon. Und vom Testosteron 2 Ampullen nächste Woche. Ich bin zu ihm ins Büro gekommen. Es war das erste Mal, dass ich da war. Es war verrückt für mich, dass das alles so abläuft. Ich dachte, dass es anders abläuft. Die Präparate hat er mir selber gegeben. Die meisten waren verboten, andere nicht. Er hat mir erklärt, dass die ganze Welt sich so vorbereitet. Ich hatte ganz erschrockene Augen in diesem Moment. Er hat mir aber gesagt, guck mich nicht so an. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du auf mich hörst, wird alles gut. Er hat mir etwa Oxandrolon gegeben, das sind Tabletten. Das war so ein weißes Döschen, ungefähr dieser Größe. Darauf stand Oxandrolon. Und wenn du dann bei dem Wettkampf, für den er dich vorbereitet, den ersten Platz holst, dann sind es 50.000, für den zweiten 30.000 und für den dritten 20.000 Rubel. Das heißt, ich musste ihm die gewonnene Medaille bezahlen. Dazu kommen noch 5% von dem Geld, das ich in der Saison gewonnen habe, also bei kommerziellen Starts und anderen. Und dann noch die Präparate, die er mir verkauft. Julia Stepanova schickt mir ein Video. Sie will nicht nur ihre Dopinggeschichte erzählen, sondern beweisen, dass Doping ein Systemproblem in Russland ist. Sie hatte heimlich eine kleine Kamera laufen, als sie vor kurzem zu Portugalov ins Büro ging. Video und Ton liegen mir im Original und ungeschnitten vor. Du hast damals wunderbar auf die Hilfsmittel reagiert, als ob dir jemand einen Turboantrieb verpasst hätte. Und es ist noch eine weitere Person im Raum. Es ist Alexei Melnikow, der Cheftrainer. Er sagt zu der gesperrten Julia: Wir werden schon einen Weg für dich finden, sodass wir unsere Fehler nicht wiederholen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Alexei Melnikow, der Cheftrainer der russischen Leichtathleten. Auf meine Fragen hin höre ich nichts. Auch nichts von Portugalov. Die Vorwürfe, dass er Doping empfiehlt, verabreicht und dafür kassiert, lässt der Arzt unbeantwortet. Als ich zu den Terminen bei Portugalov gekommen bin, habe ich in der Warteschlange Trainer und Sportler aus anderen Sportarten gesehen. Und er hat mir auch selber erzählt, wie er Skilangläuferinnen, Geherinnen, 400-Meter-Läuferinnen und andere Mädels aus unserer Nationalmannschaft vorbereitet. Schwimmtrainer waren auch dabei. Diese Leute, die ich da gesehen habe, unter ihnen waren auch Sieger und Medaillengewinner von Europa- und Weltmeisterschaften. Die Vergabe von Dopingmitteln. Nach den russischen Gesetzen eine Straftat. Nach Artikel 234 Strafgesetzbuch der Russischen Föderation. Ich bin wieder in Russland. Für mich sieht es immer mehr nach einem System aus.
Suche nach den Verantwortlichen beim Nationalen Olympischen Komitee. Hier sind auch alle Sportverbände untergebracht, auch die Leichtathleten. Aber auch vor Ort werde ich abgewiesen. Auf öffentlicher Straße wird mir gesagt, dass das deutsche Fernsehen hier nicht filmen darf. Die Führung hat gesagt, Sie dürfen hier nicht drehen. Auf meine schriftlichen Fragen bekomme ich vom russischen Leichtathletikverband nie eine Antwort. Ich fliege also dahin, wo die Verantwortlichen auf jeden Fall sein müssten. 800 Kilometer Richtung Osten nach Kasan. Hier finden die russischen Leichtathletikmeisterschaften statt. Journalisten aus dem westlichen Ausland verirren sich hierher so gut wie nie. Und auch kaum ein Zuschauer. Seit Jahren gibt es Gerüchte, dass bei dieser Veranstaltung viele gedopt an den Start gehen. Bevor ich an die Verantwortlichen herankomme, fallen mir die Dopingkontrolleure der RUSADA ins Auge, der russischen Anti-Doping-Agentur. Geht hier doch alles mit rechten Dingen zu? Julia behauptet nein. Ich wusste, dass ich zum Zeitpunkt der russischen Meisterschaften gedopt sein würde. Und Portugalow hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du musst dann wahrscheinlich zur Dopingkontrolle. Du wirst ja unter den ersten 3 sein oder sogar gewinnen. Dann gehst du ganz ruhig dahin, so wie alle anderen auch. Nach der Kontrolle bekommst du ein rosa Formular mit der Nummer deiner Probe. Schick mir die per SMS und dann kannst du ruhig schlafen. Auch auf die Frage, ob er hilft, positive Tests zu vertuschen, von Portugalow keine Antwort. Aber hier ist der Präsident des russischen Leichtathletikverbandes, Valentin Balachnitschew. Vor allem seinetwegen bin ich gekommen. Ich will ihn direkt fragen, was er zu den Dopingvorwürfen sagt. Er spricht lieber über die großen Erfolge russischer Athleten. Meine Interviewanfrage wird abgelehnt. Ich versuche mein Glück bei Valentin Maslakow, neben Alexei Melnikow, der wichtigste Trainer in der Nationalmannschaft. Nach dem russischen Fernsehen soll ich dran sein. Als mein Übersetzer das Thema Doping nennt, hat es sich aber auch schon erledigt. Umsonst gekommen sind wir trotzdem nicht. Mich interessiert die Rolle der RUSADA, die hier Proben nimmt. Wenn ich Julia und Vitali glaube, ist die RUSADA Teil des Betrugssystems, das er als Mitarbeiter erlebte. Es gab Zeiten in der russischen Anti-Doping-Agentur, da haben Leute vom Ministerium, von der dortigen Anti-Doping-Abteilung angerufen und wollten wissen, wer der Athlet ist, der einen positiven Test hat. Wenn es ein unbekannter Sportler war, dann war der Test halt positiv. Aber wenn es jemand Berühmtes oder eine junge Medaillenhoffnung war, dann war es ein Fehler. Und es wurde nicht weiterverfolgt. Bei der RUSADA, wo alle innerrussischen Kontrollen in Auftrag gegeben werden, hat Vitali Stepanow 3 Jahre gearbeitet. Sogar als Berater des Generaldirektors. Ich bekam ganz klar mit, dass Offizielle versucht haben, sicherzustellen, dass einige Athleten erst gar nicht getestet wurden. Welche Sportarten? Schwimmen, Radfahren, Biathlon, Leichtathletik, Gewichtheben, Ski Nordisch. Es dauert ein paar Tage, dann bekomme ich einen Termin. Bei Generaldirektor Nikita Kamajew. Er kam ins Amt, nachdem Vitali Stepanow gegangen war. Von Korruption will er nichts wissen. Dass Proben ausgetauscht werden und die RUSADA die Sportler willkürlich aussucht oder sogar Schmiergeld für die Durchführung von Tests nimmt, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Alle Sportler, die das behaupten, haben vorher schon gegen Dopinggesetze verstoßen. Solche Leute wenden sich dann an Journalisten und erzählen Geschichten. Diese Geschichten sind für Profis einfach nur lächerlich. Alles Lügen? Von so vielen? Und Vitali Stepanow ist kein gesperrter Sportler, sondern saß jahrelang mitten in der RUSADA-Zentrale.
Von Kamajew höre ich noch, dass die Rusada stets korrekt arbeite und das auch immer getan habe. Wenige Wochen nach meinem Besuch bekommt Julia Stepanova diese E-Mail. Unglaublich. Die Rusada bittet sie, einen Dopingtest zu bezahlen und für den auch noch vorbeizukommen. Dass Athleten Tests bezahlen und zur Kontrolle hingehen und nicht von Kontrolleuren aufgesucht werden, ist gegen jede Regel und internationale Praxis. Die Rusada betont später, sie halte sich natürlich an den WADA-Code. Zum konkreten Vorwurf aber Schweigen. Alle Einrichtungen zur Dopingbekämpfung in Russland fast zu 100% vom Staat finanziert und von der Regierung kontrolliert. So gut wie alles ist mit dem Sportministerium abgesprochen. Dort gibt es sogar eine eigene Anti-Doping-Abteilung. Der Sportminister heißt Vitali Mutko, sitzt etwa im Vorstand der skandalgeplagten FIFA und hat einen freundschaftlichen Draht zum Präsidenten. Vitali Stepanov war jahrelang nah dran am Ministerium. Ich kann mich deutlich an ein Gespräch mit einem Mann aus dem Sportministerium erinnern. 2010. Es war kein offizielles Gespräch. Er sagte mir, dass es im Ministerium nicht gerne gesehen wird, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur versucht, Kontrolle über die russische Anti-Doping-Agentur auszuüben. Über das, was wir in Russland machen. Wie stark der Staat Einfluss nimmt, belegt ein Papier, das mir zugespielt wird. Ein Regierungserlass von 2010 für ausländische Kontrolleure. Transport und Ausfuhr von Urin- und Blutproben müssen stets genehmigt werden. Proben dürfen an der Grenze sogar geöffnet werden. Der Erlass stammt von Wladimir Putin, damals Ministerpräsident. Vermutlich, um sicherzugehen, dass Athleten nicht bei großen Meisterschaften auffliegen, gibt es noch eine weitere Anordnung aus dem Ministerium. Sie kontrollieren vor der Ausreise ins Ausland. So ist sich der Cheftrainer sicher, dass seine gesamte Mannschaft vor dem Wettkampf sauber ist und dass zum Beispiel während der Europameisterschaft auch wirklich niemand erwischt wird. Es ist einfacher, solche Fälle vor der Reise auszusieben. Diejenigen, die diese Kontrollen nicht bestanden haben, auch wenn sie bei internationalen Wettkämpfen bereits gemeldet waren, die fuhren einfach nicht mit. Was aber nicht immer automatisch hieß, dass sie auch gesperrt wurden. Die russische Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London. Im Kleingedruckten des Jahresberichts der Rusada 2012 steht die Bestätigung für flächendeckende Ausreisekontrollen. Jeder der fast 500 Olympiastarter wurde vor Beginn der Spiele mindestens einmal getestet. Auf meine Anfragen an das Sportministerium aber wieder mal keine Antwort. Mittlerweile läuft meine Recherche schon seit Monaten. Es fügt sich allmählich ein Bild zusammen. Es scheint ein Dopingsystem am Laufen zu sein, das ich so im Jahr 2014 nicht für möglich gehalten hätte. Und ich bekomme nun immer mehr Hinweise von russischen Informanten. Ich solle mich mal mit einer prominenten Olympiasiegerin beschäftigen. Die russische Weltmeisterin Maria Savinova. Maria Savinova. Europa- und Weltmeisterin war sie schon, ein Weltstar über 800 Meter. Dann kamen die Spiele in London. Ist es das schon? Savinova vorn. Wo bleibt Caster Semenya? Die Südafrikanerin kommt mit einem fulminanten Endspurt. Chelimo geht ein. Savinova ungefährdet. Ich bekomme Videomaterial zugespielt aus dem Herbst 2014. Mit einer Handykamera aufgenommen. Darauf zu sehen Maria Savinova. Hier ein Ausschnitt aus diesem Video, in dem sie unter anderem sagt: Naja, was sollen wir machen? Wie soll das anders gehen? Das ist unser System und in Russland funktioniert das nur mit Pharma. Mein Trainer arbeitet ja zum Glück mit Melnikov und der hilft, die Tests zu vertuschen. Sie lassen ihn die Termine für die Kontrollen tauschen. Und Oxandrolon ist sehr schnell aus meinem Körper wieder raus. Dauert weniger als 20 Tage. Wir haben das testen lassen. Mein Mann hat nämlich sehr gute Verbindungen zum Dopingkontrolllabor. Video und Tonspur liegen mir in voller Länge und ungeschnitten im Original vor. Eine Antwort auf meine Anfrage dazu erhalte ich von Olympiasiegerin Maria Savinova nicht. Aber ihr Trainer Wladimir Kasarin wird mich noch später beschäftigen.